Obwohl im paläozoischen Peru fast alle ökologischen Nischen von Reptilien besetzt waren, waren andere Arten ebenfalls aktiv im Wettbewerb mit ihnen, was dazu führte, dass sogar Dinosaurier von anderen gefressen werden konnten. In der vergangenen Ausgabe haben wir bereits über Tiere gesprochen, die sich von Dinosauriern ernährten. Heute stellen wir Ihnen ein paar weitere Fleischfresser vor, die in der gleichen Zeit wie diese Riesenschuppentiere lebten und sie möglicherweise jagen. Abonnieren Sie unseren Kanal und Sie können als Erster über das Auftauchen neuer Folgen über das Leben von Dinosauriern und anderen prähistorischen Kreaturen erfahren. Haben Sie mit Kommentaren auf Videos und Likes dazu beigetragen, den Kanal zu fördern? Dadurch wird auch ein möglichst großes Publikum dazu beitragen, sich damit vertraut zu machen. Beim letzten Mal sprachen wir über Tiere aus der Zeit der Dinosaurier wie den Riesenfrosch, die Benzebufa-Schlange Sanaik-Krokodil, Morph-Kulazuk und Repinamam, ein Vertreter der Säugetiere. Sie alle lebten an verschiedenen Teilen der Erde und ernährten sich von Dinosauriern unterschiedlicher Größe. Aber das ist nicht die gesamte Liste der Kreaturen, die zu dieser Zeit auf der Erde jagen konnten, um ihre damaligen Besitzer zu töten. Natürlich sollte die größte an Land lebende Eidechse nur ihre nächsten Verwandten fürchten, aber es wird angenommen, dass die uns bekannten Riesen etwa 5% aller Dinosaurierarten ausmachten, die im Paläozoikum auf der Erde auftauchten. Der Rest kann sich nicht mit einer so beeindruckenden Größe rühmen. Sie müssen ständig wachsam sein, denn sie können nicht nur von größeren Verwandten, sondern auch von Vertretern anderer Einheiten und Klassen der Tierwelt gefressen werden. Diese Kreatur ist der größte der Wissenschaft bekannten Pterosaurier, eine Gruppe fliegender Schuppentiere, die mit Dinosauriern verwandt sind. Die ersten Überreste des Riesen wurden 1971 im US-Bundesstaat Texas gefunden. Zunächst wurde seine Flügelspannweite auf 15 bis 21 Meter geschätzt. Spätere Forscher gehen davon aus, dass die Spannweite nicht mehr als 12 Meter beträgt. Nach verschiedenen Schätzungen liegt das Gesamtgewicht der Masken zwischen 70 und 250 Kilo, aber ein Experiment aus dem Jahr 1981 zeigte, dass dieser Wert näher an der unteren Grenze liegt. Der Forscher Paul McCready baute ein Flugzeug, das diesen Pterosaurier nachahmt, um zu testen, ob ein Wesen dieser Größe vollständig fliegen kann. Das Gerät wurde mit einem Gewicht von 80 Kilogramm ausgelegt und startete erfolgreich. Aber einige Wissenschaftler glauben, dass der Federadler viel schwerer ist und kein fliegendes Raubtier ist. Mehr Debatten über die Art und Weise der Jagd und die Irrationalität dieses Monsters. Einige Wissenschaftler sagen, es könnte kleine Landtiere jagen. Andere behaupten, dass er sich von Fischen und Meerestieren ernährt. Die Körperstruktur von Quetzalcoatl deutet angeblich darauf hin, dass es seine Beute im Wasser sammelt, wie es der Pelikan 3 tut. Eine Gruppe von Wissenschaftlern glaubt, er sei ein Müllfresser. Während des Zeitalters der Dinosaurier lebten gigantische Haie und Eidechsen zusammen im Meer und Überreste von Serenida Kretec Familienmitgliedern wurden auf fast allen Kontinenten entdeckt. Die Struktur dieser urzeitlichen Haie ähnelt der von modernen großen weißen Haien und anderen Haien. Diese Arten waren ideal für die Jagd auf große Beute geeignet. Höchstwahrscheinlich bestand ihre Hauptnahrung aus Fischen und Meerestieren. Aber Wissenschaftler spekulieren, dass diese Raubtiere Wasserdinosaurier oder Landbewohner angegriffen haben könnten, die ins Wasser gefallen sind. Es gibt auch Beweise dafür, dass die Cretoxerians aus irgendeinem Grund die Körper von Dinosauriern aßen, die im Wasser landeten. Diese Haie erreichten eine Länge von 6,7 Meter. Das Gewicht kann 3 Tonnen überschreiten. In ihrer Zahnpasta befinden sich bis zu 80 Zähne, die etwa 5 Zentimeter lang sind. Grundsätzlich besitzen die Wissenschaftler Knorpelzähne, aus denen die Knochen gebildet werden. Haie sind viel schlechter erhalten, aber mehrere nahezu vollständige Skelette dieses alten Fisches wurden gefunden, von denen die vollständigsten in der Region in den Vereinigten Staaten gefunden wurden, in der er gefunden wurde. Während der Kreidezeit gab es einen Ozean, den Wissenschaftler Kansas nannten. Obwohl die meisten Säugetiere im Zeitalter der Dinosaurier nicht mit den damaligen dominierenden Lebensformen konkurrieren konnten, konnten einige von ihnen eine Bedrohung für die Reptilien darstellen.
Natürlich konnte der nur etwa einen Meter lange Großvater Elphadon nur kleine Dinosaurier oder Jungtiere jagen. Die Wissenschaftler haben keine direkten Beweise für diese Art von Ernährung bei diesen beuteligen Raubtieren. Sie lebten am Ende der Kreidezeit im US-Bundesstaat Montana. Aber Rekonstruktionen deuten darauf hin, dass ihr Biss groß genug war, so dass der Dedelphodon den modernen Hyänen hinsichtlich der Indikatoren überlegen war. Die meisten Wissenschaftler neigen dazu, das Tier als Allesfresser zu betrachten, das sowohl tierische als auch pflanzliche Nahrung isst. Natsuhe ist ein weiterer Vertreter der Detachment der transformierenden Krokodile, in deren Ernährung Dinosaurier zweifellos vorhanden sind. Dies ist der Dinosaurier, der nahe Verwandte des modernen Alligators, der vor 70 bis 80 Millionen Jahren auf dem nordamerikanischen Kontinent lebte. Er erreichte eine maximale Länge von 10 bis 12 Metern und konnte laut Schätzungen zwischen 2,5 und 8,5 Tonnen wiegen. Die ersten fossilen Zähne dieses Riesenmonsters wurden Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt. Aber Wissenschaftler, die sie studieren, beschreiben sie als Überreste von 2 bisher unbekannten Arten. Im Jahr 1903 wurden in Montana Osteoderme von einigen spezialisierten Schiefern gefunden, die für Haut, Krokodile und einige Dinosaurier charakteristisch sind. Sie wurden von den Paläontologen John Hatcher und Timothy Stanton entdeckt. Wissenschaftler glauben, dass die Osteoderme zu Ankylosaurus gehörten, aber weitere Ausgrabungen an derselben Stelle führten zur Entdeckung anderer Fossilien. Neben einer großen Anzahl von Osteodermen fielen auch Rippen und andere Knochen in die Hände der Wissenschaftler. Nachdem er erkannt hatte, dass sie zu einem Krokodil gehörten, stoppte Hatcher weitere Forschungen. Erst 6 Jahre nach seiner Entdeckung bekam Binatsuhe seinen eigenen Namen, der schreckliches Krokodil bedeutet. Ein anderer Wissenschaftler, William Holland, beschrieb die neue Art. Zahlreiche Entdeckungen im Laufe des 20. Jahrhunderts ermöglichten es den Wissenschaftlern, Größe und Struktur besser abzuschätzen. Insgesamt unterscheidet es sich kaum von den meisten modernen Krokodilen. Sie überschreiten nur ihre Größe deutlich. Untersuchungen zur Bisskraft dieses Riesen lieferten interessante Ergebnisse. Im Jahr 2002 verglich ein Team von Wissenschaftlern die Stärke der Kinne verschiedener Arten moderner Krokodile. Sie führten Experimente mit lebenden Vertretern verschiedener Arten durch. Darüber hinaus nahmen sie Tiere unterschiedlichen Alters und Längen mit. Infolgedessen ist der Besitzer des stärksten Kinns ein Kammkrokodil. Seine Bisskraft wird auf 16 Kilogramm und einen halben Newton geschätzt. Gleichzeitig hat der 11 Meebertme lange Danazug einen berechneten Wert von 103 Kilonewton. Bandwürmer und schrecklicher Dünger oder schreckliches Ungeziefer. Um das Fleisch der Dinosaurier zu essen, musst du nicht größer und stärker sein als sie. Kürzlich durchgeführte Studien an fossilen Fäkalien eines dieser fleischfressenden Dinosaurier haben gezeigt, dass in seinem Darm eine Vielzahl von Parasiten lebten. Einschließlich ihrer Caproate. Wissenschaftler fanden Spuren von riesigen Bandwürmern. Nach vorläufigen Schätzungen sind sie über 30 Meter lang. Das Vorhandensein von Parasiten in den Dinosauriern ist nicht überraschend. Moderne Vögel sind direkte Nachkommen von Dinosauriern und sind auch häufig mit Würmern infiziert. Es stimmt, dass einige Wissenschaftler glauben, dass diese Bandwürmer möglicherweise nicht das Verdauungssystem der Dinosaurier beeinflussen, sondern in einer Art Symbiose mit ihnen lebten. Aber die Forscher konnten noch nicht herausfinden, welchen Nutzen sie ihren Trägern bringen könnten. Auch um Fleisch zu essen. Dinosaurier müssen nicht unbedingt lebende Tiere essen. Bekannte Überreste des Utkonosow-Dinosauriers mit Spuren der Käfer-Meißel-Aktivität. Anscheinend sind diese Insekten aus der Familie der hautfressenden Käfer zufällig auf das Rohr eines Dinosauriers gestolpert, das halb in loser Erde oder Kot versenkt ist. Die Existenz verschiedener Tierarten, die sich in gewissem Maße von Dinosauriern ernährten, führt zu einer sehr wichtigen Schlussfolgerung, dass Lebewesen jeder Größe, die verschiedene ökologische Nischen besetzen, eng in normale natürliche Prozesse verwoben sind. Die Evolutionsgesetze und die Existenz aller Lebewesen sind im Zeitalter der Dinosaurier und in unserer Zeit gleich, auch Millionen von Jahren nach dem Verschwinden der Menschheit. Es wird immer Lebewesen geben, die Nahrung für andere geben.
Wir bedanken uns bei den Zuschauern, die alle Folgen bis zum Ende verfolgt haben.